Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen Klassiker für euch. Ich zeige euch, wie ich meine Schwarzwälder Kirschtorte mache. Als allererstes schalten wir unseren Backofen auf 180 Grad Heißluft ein. Nun können wir unseren Biskuitboden machen. Dazu benötigen wir 6 Eier, 6 Esslöffel heißes Wasser, 240 Gramm Zucker, 180 Gramm Mehl, 60 Gramm Kakao und ein Teelöffel Backpulver. Wir schlagen alle 6 Eier in unsere Rührschüssel, geben dann das heiße Wasser hinzu und den Zucker und schlagen die Masse so lange auf, bis sie mindestens das Doppelte an Volumen erreicht hat. Das kann einige Minuten in Anspruch nehmen. In dieser Zeit richte ich mir meine Backform vor. Wir geben nur ein Backpapier für den unteren Boden hinein. Bitte die Ränder nicht einfetten. So, unsere Eiermasse hat nun das gewünschte Volumen erreicht. So sollte es aussehen. Wir heben dann das Mehl so in 2 bis 3 Portionen vorsichtig unter. Das könnt ihr, so wie ich hier, mit einem Teigschaber machen oder mit einem größeren Rührbesen. Wenn wir das Mehl gut untergehoben haben, geben wir dann unseren Kakao hinzu. Auch wieder schön vorsichtig unterheben. So, nachdem alles schön untergehoben ist, geben wir unseren Teig in unsere Backform. Dann verstreichen wir es gleichmäßig glatt und schieben es in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Heißluft 25 bis 30 Minuten. Mit der Stäbchenprobe könnt ihr dann prüfen, ob euer Biskuit tatsächlich fertig gebacken ist. Den Biskuit lassen wir auch in der Form erkalten. Erst dann lösen wir ihn aus der Form. Nun sollte der Biskuit mit einem Geschirrtuch abgedeckt und über mehrere Stunden, wenn möglich über Nacht, stehen gelassen werden. So, dann machen wir mit der Füllung weiter. Dazu benötigen wir ein großes Glas Kirschen und deren Saft, 70 Gramm Zucker, 45 Gramm Stärke und ein paar Kirschen zum Dekorieren. Diese schlage ich in ein Krepppapier ein und gebe sie auf die Seite. So, dann geben wir das Kirschwasser und den Zucker in einen Topf und verrühren dies gut miteinander. Dann nehmen wir uns ein paar Löffel von dem Kirschwasser und geben diese zu unserer Stärke hinzu und rühren diese glatt, damit wir beim Einrühren keine Klümpchen bekommen. Die Stärke rühren wir dann in unser Kirschwasser hinein und geben das Ganze auf unsere Herdplatte. Unter ständigem Rühren kochen wir diese Masse auf, bis sie eindickt. Erst dann geben wir die Kirschen hinzu. Wenn wir die Kirschen gut eingerührt haben, schalten wir die Herdplatte aus. Nach 3 bis 4 Minuten auskühlen gebe ich noch 1 bis 2 Esslöffel Kirschwasser hinzu. Erst jetzt schneide ich meinen Biskuit in 3 Teile. Den untersten Boden lasse ich etwas dicker als die 2 oberen. Als erstes tränken wir unsere Biskuitböden mit Läuterzucker und Kirschwassergemisch. Dazu nehme ich 2 Esslöffel Läuterzucker und 5 Esslöffel Kirschwasser. Läuterzucker ist ein Zuckersirup, der aus gleich großen Teilen Zucker und Wasser besteht. Der Zucker wird mit dem Wasser verrührt und ein paar Minuten aufgekocht. Das ist der Läuterzucker. Sollte kein Alkohol gewünscht sein, kann man auch nur Läuterzucker zum Tränken nehmen oder auch einen Fruchtsaft. Nun verteilen wir unsere Kirschfüllung auf den Boden und lassen am Rand einen Zentimeter frei. Auf den unteren Boden gebe ich etwas mehr von der Kirschfüllung drauf. Den mittleren Boden tränken wir auch mit unserem Kirschwasser-Zucker-Gemisch.
Nun kommen die restlichen Kirschen auf den mittleren Boden drauf. Erst wenn die Kirschfüllung gut abgekühlt ist, fange ich mit der Sahnefüllung an. Um eine schöne feste Schlagsahne zu bekommen, gebe ich die Sahnebecher für 10 Minuten in den Gefrierschrank und meine Sahneschüssel und Rührbesen auch in den Kühlschrank. Für die Sahnefüllung benötigen wir 4 Becher Schlagsahne und ein Päckchen Sanapart. 2 Kaffeelöffel pro Becher. Da Sanapart schon süß ist, brauchen wir keinen Zucker mehr in die Sahne geben. Da die Sahne vorher gut gekühlt war, ist sie ruckzuck steif geschlagen. In dieser Zeit gebe ich einen Tortenring um meinen Boden. Vorher habe ich geprüft, ob die Kirschen gut ausgekühlt sind. Ich gebe gut die Hälfte meiner geschlagenen Sahne auf den ersten Boden. Verstreiche diese glatt und gebe den zweiten Boden drüber. Und hier kommt dann die restliche Sahne drauf. Ich habe im unteren Teil der Torte etwas mehr Sahne gefüllt als oben. Die Sahne habe ich dann leicht kuppelförmig glatt gestrichen. Nun kommt der dritte Boden darauf und wird leicht angedrückt. So gebe ich jetzt die Torte in den Kühlschrank und werde in dieser Zeit meine Kirschen mit Tortenguss glasieren. Den Tortenguss koche ich mit etwas mehr Wasser auf, wie auf der Packungsanleitung steht. Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich, aber ich wollte, dass die Kirschen auf der Torte nachher noch den Glanz behalten und nicht austrocknen und auch nicht nachsaften. Natürlich könnt ihr die Kirschen auch so drauf geben oder auch Belegkirschen kaufen. Zum Einstreichen und Dekorieren der Torte benötigen wir nochmal 3 Becher Sahne und Sanapart. Ich schlage wieder die Sahne auf und fülle einen Teil in meinen Spritzbeutel. Mit der restlichen Sahne streiche ich meine Torte ein. Zuerst entferne ich den Tortenring. Hier könnt ihr dann auch sehen, in welchem Verhältnis die einzelnen Etagen gefüllt sind. Dann spritze ich mir einzelne Streifen auf den Tortenrand und gebe etwas Sahne oben drauf und streiche alles glatt. Ich streiche wieder die Torte oben ganz leicht kuppelförmig ein. So, nachdem die Torte gut eingestrichen ist, gebe ich sie wieder in den Kühlschrank und mache mich an meine Schokoladenflocken. Dazu habe ich mir eine Tafel Zartbitterschokolade genommen und mit einem großen Messer unter leichtem Druck Schokoladenflöckchen abgehobelt.
Auch wenn die Schokolade abgebrochen ist, habe ich immer mit dem längsten Teil weitergemacht. Und so sehen meine Schokoflöckchen aus. Diese gebe ich kurz zur Seite und spritze mir meine Sahnehäubchen auf meine Torte. So, nachdem alle Sahnehäubchen aufgespritzt sind, gebe ich die Schokoladenspäne in die Mitte. Die Schokoflöckchen verteile ich gleichmäßig auf der Torte. Dann gebe ich die Kirschen vorsichtig auf meine Sahnehäubchen. Dies habe ich mit 2 Zahnstochern gemacht, damit einfach die Glasur heil bleibt. Ich drücke alle Kirschen nochmal vorsichtig in die Sahnehäubchen ein. Hier habe ich mich doch dazu entschieden, den Tortenrand mit Schokoflöckchen zu bestreuen. So, das ging jetzt auch ganz flott und so sieht meine fertige Torte aus. So, das war's wieder heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über eure Kommentare und Likes sehr freuen. Und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Viel Spaß beim Nachbacken, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!